Hallo ihr Lieben und willkommen. Wir schauen uns an die nächsten 72 Stunden. Was haben wir hier fürs Kollektiv für eine Energie? Was schwingt? Was ist greifbar um uns rum im Jetzt? Oh, hier geht es um das Thema Arbeit, Beruf, Berufung. Es geht um Schnitte, die man beim Thema Arbeit macht, einen Weg, der sich verändert. Möglicherweise kann man hier auch etwas verkürzen oder so verändern, dass es weniger Arbeit macht. Dinge, die beim Thema Arbeit, Beruf, Berufung plötzlich kommen, die plötzlich auch Wachstum bringen, langfristige Ergebnisse. Bei einem oder anderen ist es vielleicht auch so, dass er sich nicht so vital fühlt oder eben das sich so organisiert, dass das, was zu tun ist, mit dem Bereich Vitalität übereinstimmt. Es kann natürlich hier auch sein, wir haben mit dem Baum natürlich auch das Feld der Gesundheit mit drin, also der Berufe der Gesundheit. Hier kocht etwas hoch, ja, etwas, was unterbewusst schon länger in uns schlummert, uns beschäftigt. Möglicherweise möchte man beruflich ein neues Kapitel aufschlagen, was dazulernen. Eine Lektion wurde gelernt, hier erarbeitet sogar. Und genau diese Lektion lasst uns jetzt Umschwünge erschaffen oder mitbringen. Dieses Erlernte anzuwenden. Wenn du nicht arbeitest, ist natürlich eine Legung, die passt auf die Bereiche, an denen du arbeitest. Die können hier mit dem Verdauen von Wunden zu tun haben. Es zeigen sich hier sehr viele Dinge auf, wo man zum Beispiel auch in der Vergangenheit schon eine falsche Richtung genommen hat, wo man vielleicht wusste, etwas läuft in eine falsche Richtung, man hat es trotzdem weitergemacht. Was ich hier auch habe, ist das Hochkochen von irgendwelchen Dingen, die im Hintergrund gelaufen sind, hinter dem Rücken, oder Geheimnisse, die sich lüften, ne? Sachen, die nicht echt oder nicht ehrlich waren, drücken hier ganz stark hoch. Möglicherweise geht es hier auch darum, den Weg, den man in der Vergangenheit schon genommen hat, nicht nochmal so zu nehmen, sondern hier zu sagen, ich nutze das Wissen, das ich habe und mache nicht das Gleiche nochmal. Eine sehr aufklärende Energie, eine Energie, die Klarheit mitbringt, plötzlich, verfügbar. Nebel, die sich lichten. Es kann ja auch sein, dass sich irgendetwas zeigt. Ich versuche immer viele Szenarien zu nennen, bei dem man einen Irrweg verlassen kann, einen Weg in die falsche Richtung korrigieren. Etwas, was sich schon lange so verankert hat, was man einfach weitergetreten hat, kann in die plötzliche Veränderung kommen. Es wird hier kommuniziert, man spricht sich aus, man sagt etwas, was man bisher vielleicht zurückgehalten hat, weil man Zweifel hatte oder andere sagen etwas.
Hier hat man auch die Macht des Wortes dabei, ne? Ein Wort, das einschneidend wirkt, ein Gespräch, das einschneidend wirkt. Was ich auch kriege, ist so, wenn ihr das kennt, das Gefühl, dass man lange etwas zurückhält, lange, oder nicht traut, es sich auszusprechen, kann sich hier, also ein Gefühl, dass man auch deckelt, damit es nicht hochkommt, kann sich hier plötzlich entladen. Das heißt, die Zündschnur ist kurz. Sehr emotionale Stimmung, emotionale, geballte Nachrichten, Kommunikation. Auch das Außen fordert uns hier auch sehr, auf die Reize zu reagieren, die man hier kriegt. Ein plötzlicher Gefühlsumschwung, ein Gefühlsausbruch, ein Entladen von lang aufgestautem, Unausgesprochenem. Eine hohe Energie, die für die Zukunft Klarheit bringt und ein, ja, wie soll ich das ausdrücken? Ein sehr großes spirituelles Wachstum, ein Aha-Erlebnis, ein Überraschungsmoment. Eine Wahrheit wird plötzlich greifbar, ne? Ein Fundament, das man sich erarbeitet hat, geht weg. Aber es wird hier mit dem Klee ersetzt. Und das heißt, es lohnt sich allemal. Hier unten haben wir die Veränderungen dran. Die Störche. Also eine Veränderung, die auch ein Konzept nicht mehr wirken lässt, der Sprachlosigkeit. Etwas, was der ganzen Tiefe hier in kurzem eine Aufklärung gibt. Eine Wandlung zum guten Glück. Eine Wandlung, die auch auf kleinem Weg entstehen kann. Der Klee ist hier zwar die Glückskarte dabei, aber der Klee blüht immer nur kurz, ne? Das heißt jetzt hier, die Entladung kommt und dann entsteht hier das Durchatmen und man hat auf dem kurzen Weg etwas sehr Tiefgründiges geklärt, das später dann als Veränderung zum Glück angesehen werden kann. Der gute Ausgang auf jeden Fall. Wir schauen mal noch ein bisschen tiefer. Nächste 72 Stunden habe ich das Thema Freiheit gekriegt. Jemand, etwas befreit sich, ist bereit zum Fliegen auch, ne? Wo vorher Fesseln waren. Ich glaube, es geht um das Entfesseln seines wahren Selbstes, seiner wahren Gefühle, seiner wahren Emotionen. Und um das Fundament, das man sich erarbeitet hat, kann natürlich auch im Beruf sein, aber für die Allgemeinheit auch eben, man erarbeitet etwas, was so nicht mehr funktioniert und man weiß es schon lang und man toleriert dieses Nicht-Frei-Sein, weil man denkt, es hätte einen Zweck. Und hier kommt eben genau das Gegenteil. Die Befreiung, die Seele kann fliegen. Ein Entschluss, die eigene Freiheit zu vermehren, sich nicht mehr in Fesseln legen zu lassen. Man legt sozusagen ganze Beschränkungen ab, die man so mal aufgebaut hat. Es geht tatsächlich sehr viel auch um das alltägliche Leben, um Grenzen, die man sich selber auferlegt hat und auch Beschränkungen, ne? Also dieses Angepasstsein an irgendetwas und etwas weiterzumachen, damit man einen bestimmten Zweck erfüllt, wird hier angezeigt, der aber eigentlich gar nicht unserem eigenen Wohl entspricht. Es geht auch sehr viel um das Bedürfnis, es anderen recht zu machen, es anderen bequem zu machen,
angepasst zu sein, Erwartungen zu erfüllen, bis zu dem Punkt, wo man dann eben bemerkt, dass das einem eher erschwert wird, anstatt gedankt zum Beispiel. Es geht auch um Regeln, die man so nicht tolerieren kann. Und das heißt nicht nur, weil man selber da anders drüber denkt, wie die anderen, dass man deshalb nicht dazugehört. Das ist sehr speziell, aber auch, ja, ich würde mal sagen, sehr aussagekräftig. Was kriegen wir noch für die nächsten 72 Stunden? Eine Botschaft mit. Das kleine Elfenmädchen. Hier geht es um das Urvertrauen zu etwas, um die Wurzel. Es geht darum, dass man sich vielleicht etwas erträumt, dass man empfindlich ist. Da, wo der Mond ist, da ist man auch sehr sensitiv an einem bestimmten Punkt. Man hat vielleicht das Gefühl, aus einem Traum aufzuwachen, etwas Erträumtes in die Tat umsetzen zu können. Und hier ist auch das Gefühl, dass man sich vielleicht selbst erschreckt vor irgendetwas. Und das kann hier das Hochkochen von Emotionen sein, die man vielleicht selbst weggedrückt hat. Man kann natürlich hier auch das innere Kind befreien. Es kocht etwas hoch, das man vielleicht aus Kindertagen auch schon so antrainiert bekommen hat. Und das ist auch gut so, weil das ist Befreiung pur. Wir schauen mal, welchen Ratschlag wir hier noch kriegen für die nächsten 72 Stunden. Ah, ich kann diese Karten nicht mehr mischen, die sind so wahnsinnig groß. Ja, und da passt es wieder ganz genau. Ne? Man würde nie und nimmer diese grüne Plärre trinken, absichtlich. Ne? Man würde nie sich selbst vergiften. Und genau da ist der springende Punkt drin. Man erkennt etwas, was nicht gut ist, was sich schlecht anfühlt, was sich ungesund anfühlt. Und man befreit sich davon, das hinunterzuschlucken. Es kocht sozusagen hoch. Was haben wir hier? Kuriosität begegnet dem Punkt, der auf einen Gegensatz stoßt und genau dieses Gefühl eben nach oben projiziert, dass man denkt, das ist nicht mehr meine Meinung, das ist nicht mehr mein Gefühlskonstrukt, das braucht eine Veränderung, das spüre ich schon lange. Und hier kommt eben das Bedürfnis, etwas gänzlich anderes zu tun, als das, was immer von einem verlangt wird. Das ist spannend. Upsala, die fällt hier ziemlich schnell raus. Liebe deinen Körper. Heißt natürlich auch, hier kann es schon sein, dass wir haben ja hier das Thema Vitalität, vielleicht auch von manchen Dingen, die wir uns erarbeiten, auch körperlich überfordert sind. Hier haben wir die Zartheit dabei, die Verletzlichkeit. Die gilt natürlich auch für das Körperliche. Und man darf sich hier befreien, ungute Situationen einfach wegzulassen für die Zukunft, um auch vital zu bleiben in den Punkten, die wir so gedeckelt haben. Ne? Ich meine, es gibt so eine Art Unterdruck. Unterm Deck haben wir noch, es ist ein Ja. It's a yes. Also, go. Hier wird es gut enden und es wird Veränderungen mitbringen, die den Alltag auch erleichtern und uns vital und frei und nicht in irgendwelchen Abhängigkeiten zu Dingen, die uns eigentlich nicht gut tun, weitermachen lassen.
Ihr Lieben, dabei belassen wir es. Sehr spannend. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, die nächsten 3 Tage. Ich drücke euch. Bis bald.